Die dritte Folge unserer Serie über die großen Wirtschaftskrisen des 20. Jahrhunderts handelt von der Ölkrise in den 1970er Jahren. Der Wirtschaftshistoriker Adrian Knöpfli erklärt die Zusammenhänge der Krise, die in eine Zeit der Internationalisierung bei GF fiel. In der Folge expandierte GF auch in neue Technologien durch die Akquisitionen von Charmy und Agi in den 1980er und 1990er Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja in der ersten Phase war man sowieso zurückhaltend, weil man hat immer gerechnet, dass es wieder eine Krise geben wird und dass dann die Hochkonjunktur so schnell einsetzte und dann noch durch den Koreakrieg ja dann quasi gefestigt wurde. Das war eigentlich eine Überraschung. Mit dem hat man nicht gerechnet. Und wirklich ausgelöst, also expandiert hat man dann durch Zukäufe vor allem eigentlich um 1970. Da ging es mit der Globalisierung, wenn man so sagen will, eigentlich dann richtig los. Die Globalisierung war ja vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich schon da in der Weltwirtschaft und wurde dann durch die Renationalisierung, die durch den Krieg ausgelöst wurde, eigentlich teilweise sogar wieder rückgängig gemacht. Und ab den 70er Jahren setzte das dann so richtig ein. Dann kam der erste massive Unterbruch wieder in der Hochkonjunktur, das war die Ölkrise von 1974-75. Und danach hat man dann eigentlich die Diversifizierung und die Expansion weiter vorangetrieben. Durch Übernahmen, durch Käufe. Georg Fischer ging in dieser Zeit dann in die Elektroerosionsmaschinen, also mit dem Kauf von Charmy. Zuerst hat man es bei Agi versucht, man kam dort nicht zu einer Mehrheit und hat dann Charmy gekauft und später hat man dann Agi bekommen und mit Charmy fusioniert zu diesem eben Bereich Elektroerosion. Die Ölkrise war insofern einschneidend, als sie der Weltwirtschaft, vor allem den Industriestaaten, gezeigt hat, wie abhängig sie mittlerweile von den fossilen Brennstoffen waren. Georg Fischer war in dieser Krise stark betroffen, weil der Bau vor allem zusammengebrochen ist. Und in diesem Sinne, man sagt Ölkrise, aber das Ganze war eben auch eine Überproduktionskrise. Also der Schweizer Wohnungsbau, der hat ja geboomt vor dieser Krise und hat sich ja nie mehr auf dieses Niveau erholt. Innerhalb von 3 Jahren wurde die Wohnungsproduktion halbiert in der Schweiz. Und das ist klar, wenn man Fittings verkauft, dann ist man davon betroffen. Obwohl, es war ja nicht so, dass man Fittings nur für den Wohnungsbau, sondern man hat das ja auch für die ganze Infrastruktur und neue Anwendungen gebraucht. Aber es war trotzdem natürlich, immer wenn der Bau krank war, dann hat das auch Georg Fischer betroffen. Ich denke, in der Ölkrise hat man nicht jetzt irgendwie das Rad neu erfunden. Das war ja dann später auch das Problem, dass man zwar strukturelle Defizite zum Teil festgestellt hat, es hat auch Industrien gegeben, die ganz massiv betroffen wurden, wie die Uhrenindustrie und die Textilindustrie. Bei Georg Fischer war das nicht so. Man hat eigentlich die Probleme vorläufig mal aufgefangen, eben indem dass man zugekauft hat, diversifiziert hat. Aber das war verbunden auch mit einer Internationalisierung, die dann mit der Globalisierung, der wirklichen Forcierung der Globalisierung in den 90er Jahren noch verstärkt wurde.